Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Montagmorgen, wie spät ist es denn? Kurz nach 6. Ich habe ja gesagt letzte Woche, dass ich diese Woche was Kurzes fahren will. Das habe ich jetzt auch bekommen. Ich fahre gleich zum Kunden, dann nehme ich den Trailer auf. Normalerweise müssten da Papiere im Büro liegen, die liegen da nicht. Aber Papiere kriege ich ja vom Kunden. Ich bin diese Woche in Kanada unterwegs. Ich fahre nach Montreal. Ich habe da morgen früh um 4 Uhr einen Ausreitermin. Ich wollte erst da gestern Abend schon losfahren, aber da habe ich mir gedacht, komm, fahr morgen früh los und dann fährst du da direkt hin, also in die Nähe vom Kunden. Und dann bleibe ich da stehen, mache meine Pause. Morgen früh fahre ich da rüber und dann liefere ich da um 4 Uhr an und dann ist gut. Ja, Wochenende war super. Wochenende ist vorbei. Diese Woche habe ich eine kurze Woche. Und ja, ansonsten, was gibt es sonst zu sagen? Hier ist es nicht mehr so kalt. Ich schätze, es sind minus 2 Grad. Oh, hier muss man einen Tagesgemüterzähler auf 0 stellen. Das kann ich auch noch mal wieder zeigen, ne? Schon lange nicht mehr gemacht. So. Ich habe jetzt hier 8.589 Kilometer draufstehen. Das bin ich in den letzten 2 Wochen gefahren. Entschuldigung. Samstag war Paycut, das heißt, Samstag wurde, die 2 Wochen wurde gecut. Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach. Also Samstag wurde dann aufgeschrieben, was ich in den letzten 2 Wochen gemacht habe. Nächste Woche Donnerstag gibt's Geld, das heißt, ich kriege jetzt Geld für die 8.589 Kilometer minus sonst was. Also es wird ja nur der direkte Weg bezahlt. Und da bin ich halt meist ein bisschen mehr gefahren, manchmal ein bisschen weniger, was ich an Meilen dann kriege. Aber wie gesagt, da weiß ich dann, was ich ungefähr verdient habe. Wenn ich 8.589 Kilometer draufstehen habe, dann weiß ich ungefähr, was ich verdient habe. Ich bin nicht so jemand, der jetzt die Lohnabrechnung nachguckt und nach jeder Meile zählt. Ich bin eher so jemand, wenn ich sage, das ist aber wenig Geld, dass ich sage, da muss irgendwas nicht stimmen. Ich habe ungefähr im Kopf, was ich verdiene und damit ist es halt gut. Ja, dann, hier, Thema Mikrofon. Alter Schwede. Ich habe mich gestern, also normalerweise gucke ich ja nicht meine Videos. Aber als das dann mit diesem Mikrofon aufkam und dann habe ich gestern noch mit Marco gesprochen, der sagte, das übersteuert und ich denke so, ich habe mir das doch auf dem MacBook extra angeguckt. Also ich habe mir das auf dem MacBook angeguckt. Was ist da? Ach so, das ist ein Auto. Da fängt noch einer so früh an. Also ich habe mir das gestern auf dem MacBook angeguckt und also bevor ich das hochgeladen habe, in diesem Schneideprogramm, Editor, und da hörte sich das ganz normal an. Und gestern Nachmittag habe ich mir das mal auf YouTube angeguckt und denke mir so, das kommt bei Weitem nicht so rüber, wenn man sich das in diesem Schneideprogramm anguckt. Also es tut mir echt leid, dass das da so schrecklich ist. Aber ich habe gestern dann noch ein Kabel gekauft. Das Kabel war es nicht. Ich habe jetzt auch die Kamera in der Hand, mit der ich das halt so, mit dem Sprechen halt filme, klar. Und ich habe das Kabel nachher angeschlossen, das Kamerasymbol kommt nicht. Und ich denke, ich habe jetzt diesen Rahmen abgemacht. Weggepackt. Den habe ich jetzt abgemacht und habe einen neuen bestellt, weil ich glaube, das liegt jetzt an diesem Rahmen. Und dieser Rahmen ist halt so, dass da so ein Zusatzmikrofon dran ist und an der hinteren Seite, hinten dran sind die Stecker, wo man halt das Mikrofon reinsteckt, wo man das Ladekabel reinsteckt und so. Und ich denke, dass dieser Rahmen kaputt ist. Habe ich eben bestellt bei Amazon, wird wohl in den nächsten 1 bis 2 Wochen kommen. Kostet $70, ist günstiger geworden. Der erste Rahmen hat $100 gekostet, 105. Der kostet jetzt nur 70. Mal gucken. Also neuer Rahmen ist bestellt. Jetzt mache ich das auf eine alte Art. Jetzt habe ich, wie gesagt, den Rahmen genommen. Jetzt machen wir das ganz normal mit dem Mikrofon über die GoPro. Ich hoffe, das klappt jetzt und dann, ja, wenn der neue Rahmen da ist, dann wird das wahrscheinlich besser sein. Gut, alles klar. Ich mache mich jetzt fertig. Ich muss jetzt Snoopy fertig machen und dann fahre ich zum Kunden und dann
ja, schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Drückt mal die Glocke. Es kostet nichts und es riecht nach Diesel. Bis später. So, hi Freunde. Ich bin in Woodstock. Ja. Ich habe heute Morgen den Trailer geholt, den habe ich geholt und dann aufgenommen, genau. So, hier steht etwas Holz rum. Hier ist nichts los. Warte mal. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen blöd mit der Kühlmaschine. Hier ist nichts los. Nichts los. Aber es ist jetzt endlich der Wind weg. Ich bin jetzt extra zwischen den beiden Trailern gegangen, weil da so windig war. So, ja, was gibt's zu sagen? Ich habe, meine Ladung wiegt über 50.000 Pfund, also 50.500 Pfund. Ich habe eine Achse mehr dabei heute. Habe jetzt noch 708 Kilometer vor mir. Ich werde versuchen, dass ich da heute Abend schon anliefern kann. Was ist denn heute los? Heute Morgen schon Sprachfehler gehabt? Immer noch. Zu viel Englisch am Wochenende geredet? Kann sein. Egal. Gut, ja, wie gesagt, ich habe gerade Kaffee geholt, getankt, jetzt alles voll. Außer ich, also ich, ne, trinke jetzt auch Kaffee. Das ist der gleiche Trailer, den ich... Nee, ist ein anderer Trailer. So, ja, Wetter ist gut, nee, ist kalt. Ist kalt. Aber trocken ist es. Ja, alles gut so. Gut, alles klar. Ich habe nicht mehr zu sagen. Bis später.
Morgen. Guck mal, ich habe hier total viel Schnee in Montreal. Ist ja auch Winter in Kanada, ne? So, was gibt's zu erzählen? Ich habe heute Morgen, nee, gestern Abend. Ich habe gestern Abend angeliefert, genau. Ich war gestern Abend um 8 Uhr da. Und so gegen 10, glaube ich, weiß ich nicht genau, war ich entladen. Und dann bin ich von da aus, habe ich da geschlafen, weil meine Fahrzeit zu Ende war. Und dann habe ich da beim Kunden auf dem Hof geschlafen. Heute Morgen habe ich meinen super Dispatcher angerufen. Den mag ich so gerne. Das ist der beste Dispatcher, den ich bis jetzt hatte in Kanada. Ist egal, den habe ich angerufen. Und dann habe ich dem gesagt, ich so, du, ich bin leer. Und dann sagt er so, ja, ich habe einen Job für dich für später. Und dann denke ich so, ja gut, alles klar, machst du das? Und dann rief er dann 5 Minuten später an und sagte so, du, so mal, ich habe da jetzt eine Rush Load. Das heißt, eine eilige Ladung. Und ich muss zum Kunden fahren. Den kannte ich nicht, den Kunden, da bin ich hingefahren. Und da habe ich dann Früchte bekommen und war 1 Stunde vom Termin da. Also 12 Uhr war der Termin, 11 Uhr war ich da. Und dann sagte dann der Typ vom Lager, sagte dann, ja, der Container ist noch nicht da. Container? Und dann kam der 10 Minuten später auf den Hof und dann haben wir den umgeladen. Also die haben den umgeladen, nicht ich. Dann war das eine Umladung. Früchte vom Container in meinen Trailer rein. Ja. So, dann bin ich jetzt fertig. Dann fahre ich jetzt mit nach Monken. Und da habe ich morgen früh einen Ausleihtermin. Ich versuche natürlich jetzt heute Nacht da zu sein und morgen früh um 3 Uhr im Büro zu stehen. Weil wer als erster kommt, kommt als erster dran bei dieser Firma, bei dem Kunden. Und dann will ich ganz gerne morgen da ruckzuck rein. Und dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Und ich habe mir überlegt, dass ich diese Woche 2 kurze Videos mache. Also nicht irgendwie 20 bis 30 Minuten oder 20, 25 Minuten, so wie es in letzter Zeit war. Oder 30, ist ja egal. Ich mache 2 kurze Videos diese Woche. Deshalb möchte ich jetzt dieses Video beenden. Dies ist das Donnerstagsvideo. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada, Trucker Philipp. Drückt mal die Glocke, es kostet nichts und es riecht nach Diesel. Und was wollte ich noch sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich habe gesagt 1004 Kilometer bis zum Kunden und die werde ich jetzt versuchen noch heute zu schaffen. Also ich muss die schaffen, also ich will die schaffen. So, ich würde mich freuen, wenn wir Sonntag uns wiedersehen. So, bis bald. Ich hoffe, das mit dem Mikrofon ist jetzt eine gute Übergangslösung. Also, dass wir das so machen. Das neue Teil ist bestellt, es kommt nächste Woche. Upsi. Bis bald, tschüss.